Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Wir sind Laura und Theresa, Deutsch-Muttersprachlerinnen und Deutschlehrerinnen. Und heute wollen wir über Wörter sprechen, die mehrere Bedeutungen haben. Wir werden in diesem Video ganz authentisch miteinander sprechen. Das heißt, du kannst perfekt trainieren, zum einen deinen Wortschatz zu erweitern und zum anderen natürlich auch dein Hörverstehen zu trainieren und ja, deutsche Muttersprachler gut verstehen zu können. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Let's go! Okay, Laura, also wie du sicher weißt, gibt es in der deutschen Sprache einige Wörter, also Nomen, aber auch Verben zum Beispiel, die unterschiedliche Bedeutungen haben können, je nach Kontext. Und genau diese Wörter wollen wir uns heute mal anschauen. Ich habe einige mitgebracht. Ich werde dir das Wort sagen und du sagst mir mal alle Bedeutungen, die du kennst. Und wir wollen natürlich auch ein paar Beispielsätze machen. Okay, das erste Wort ist das Schloss. Okay, da habe ich jetzt zuerst an das Schloss gedacht, zum Beispiel das Schloss Neuschwanstein. Also eine Residenz von Königen und Königinnen zum Beispiel. Das kann ein Schloss sein. Ein Beispiel wäre, das Königspaar lebt in einem Schloss. Und das andere habe ich jetzt an das Türschloss gedacht. Also die meisten Türen haben ein Schloss, sodass man die Tür absperren kann. Da würdest du sagen, die Tür, oder ich sperre das Schloss ab, oder man kann auch sagen, die Tür fällt ins Schloss, also wenn sie zufällt und dann verschlossen ist. Genau. Oder ich stecke den Schlüssel in das Schloss und sperre die Tür ab oder auf. Genau. Ja. Und natürlich gibt es auch ein Schloss für Fahrräder zum Beispiel. Oder nicht nur Fahrräder, sondern alles, was du verschließen kannst mit Hilfe von einem Schlüssel oder einem Code oder sowas, würde man als Schloss bezeichnen. Genau, sehr gut. Also sind das schon mal zwei Bedeutungen von dem Wort Schloss. Okay, das nächste ist die Bank. Die Bank ist einmal eine Sitzgelegenheit, also wo man sich draufsetzen kann. Zum Beispiel eine Bank im Park. Man kann sagen, ich setze mich einen Moment auf die Bank. Oder natürlich das Geldinstitut, also der Ort, wo man sein Geld aufbewahrt, ist eine Bank. Genau. Also zum Beispiel, ich habe ein Konto bei der Bank XY. Genau. Oder ich hebe Geld bei der Bank XY ab. Oder so zum Beispiel. Genau. Also diese zwei Bedeutungen gibt es für Bank. Gut, dann haben wir als nächstes die Decke. Die Decke ist einmal das, was man meistens im Bett hat, um sich wohlig warm zu fühlen und sich zuzudecken. Also eine Decke im Sinne von, eine Zudecke sagt man oft auch. Also man deckt den Körper damit ab, damit man nicht friert. Beispiel wäre das, ich habe eine Bettdecke oder ich habe eine neue Bettdecke gekauft zum Beispiel. Genau. Decke ist ja eher so das allgemeine Wort und dann gibt es je nach Typ noch eine Spezifikation dazu. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Tischdecke oder die, wie du sagst, die Bettdecke. Also Decke ist erstmal so das Allgemeine und jede Art von Decke wird dann nochmal extra kategorisiert sozusagen. Ich habe gerade auch zum Beispiel eine Schneedecke gedacht. Also wenn alles schön eingeschneit ist und alles ist weiß, dann ist das auch wie so eine Decke aus Schnee, die sich über die Natur legt. Das stimmt. Und es gibt auch das passende Adjektiv dazu, nämlich bedeckt. Also die Landschaft ist schneebedeckt. Heißt, die Landschaft hat eine Schneedecke über sich. Ja, genau. Sehr gut. Okay, das war eine Bedeutung. Und welche Bedeutung gibt es noch? Das zweite wäre jetzt wie schreibt man das? Der obere Teil von einem Raum. Also du hast ja die 4 Wände und ganz oben hast du die Decke. Genau. Wo du zum Beispiel Lampen befestigst. Genau, richtig. Also gegenüber vom Boden, ja. Genau. Also die Lampe hängt an der Decke. Genau, sehr gut. Auch das ein kleiner Grammatiktipp. Bei Decke sagen wir ja immer mit der Präposition an. Ne? Also etwas hängt an der Decke, genauso wie an der Wand. Ja. Genau, mit Präposition an. Okay, dann haben wir als nächstes das Wort Flügel. Und da fallen mir sogar 3 verschiedene Bedeutungen ein.
Ich glaube mir auch. Also als erstes denke ich da an den Vogel natürlich. Also ein Vogel hat Flügel, um damit fliegen zu können. Genau. Also die Arme sozusagen eines Vogels nennt man Flügel. Dann ein Klavier, da nennt man Flügel. Ein großes Klavier. Ja. Genau, richtig. Das ist ein Flügel. Also man könnte zum Beispiel sagen, er sitzt am Flügel und spielt ein Stück von Beethoven oder so. Sehr gut. Und das dritte, was mir einfällt, ist ein Teil von einem Gebäude. Sehr gut. Von einem sehr großen Gebäude. Ich habe da gerade zum Beispiel an unsere Uni in München gedacht damals. Sie war ja sehr groß und hatte sehr unterschiedliche Abteilungen oder Gebäudeteile. Bereiche, genau. Und die hätte man dann auch als Flügel zum Beispiel bezeichnet. Also der Westflügel zum Beispiel, man ergänzt dann auf die Himmelsrichtungen bei großen Gebäuden, oft auch bei einem Schloss, was wir anfangs hatten, würde man auch sagen, das ist der Westflügel, also der westliche Bereich von diesem Gebäude. Genau, also immer wenn man so große Anwesen irgendwie hat, dann spricht man vom Ostflügel und vom Westflügel und so, weil dieses Gebäude so viele Räume hat, dass man das so kategorisieren kann sozusagen. Ja, genau, sehr gut. Also diese 3 Bedeutungen sogar. Okay. Dann geht es weiter mit einem Wort, das man als Nomen, aber auch als Adjektiv sehen kann. Und zwar Arm. Okay, Arm. Der Arm. Also unser Arm ist als hier. Körperteil. Das Körperteil, genau, der Arm. Aber auch als Adjektiv das Gegenteil von reich. Also jemand, der, man sagt, mittellos ist, also der wenig Geld zur Verfügung hat, den würde man als arm bezeichnen. Genau. Eine richtig. arme Person. Dann haben wir noch ein Wort, das man als Nomen, aber auch als Verb verstehen kann. Und zwar ist das Laden. Okay. Laden als Verb wäre einmal ein elektronisches Gerät mit Strom zu versorgen. Also ihr kennt, oder es kennt wahrscheinlich jeder vom Handy, man muss das Handy laden mit einem Kabel, sodass der Akku dass es wieder Energie hat, wieder aufgeladen ist. Das wäre das Verb. Was hast du noch gesagt? Als Nomen. Das Nomen wäre jetzt einmal ein Synonym zu das Geschäft. Das sagt man ja auch oft, Laden. Also meistens ist es, glaube ich, ein relativ kleines Geschäft. Ja. Also wo man eigentlich egal was, Supermarkt oder auch Kleidung oder sonstige Dinge kaufen kann, würde ich sagen, das ist ein kleiner Laden. Genau, es ist der Laden. Genau. Und Plural? Die Läden. Die Läden dann mit Umlaut. Genau. Und weißt du, was ich gerade noch gedacht habe? Man sagt ja eigentlich auch zum Beispiel der Fensterladen. Das ist nochmal eine andere Bedeutung. Stimmt. Also aber ich glaube, das sagt man immer mit Fenster zusammen. Also der Fensterladen, das sind sozusagen die Türen vor einem Fenster. Also gerade alte Häuser haben sowas, dass man vor dem Fenster außen so, wie 2 so kleine Türen hat, um das Fenster Holz zu verschließen. Meistens, genau. Genau, das wäre der Fensterladen. Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, sehr gut. Dann haben wir das Nomen Blatt. Das Blatt. Das Blatt ist einmal ein Teil vom Baum oder von einer Pflanze. Meistens grün, im Herbst dann vielleicht gelb und rot. Genau. Ein Blatt, Plural Blätter. Du kannst sagen, die Blätter fallen im Herbst auf den Boden. Und das andere wäre ein Papierstück, also ein Blatt Papier sagt man auch. Also ein Synonym zu Papier eigentlich, würde ich sagen. Ja, genau, richtig. Also zum Beispiel die Schüler schreiben etwas auf ein Blatt. Genau, dann weiß man auch, das ist das Papier. Genau. Okay, nächstes Nomen ist die Schale. Die Schale, zum Beispiel die Schale einer Banane oder die Schale von einem Apfel. Das ist sozusagen die Haut von einem Gemüse oder Obst. Das Verb dazu ist schälen, also man kann die Schale oder diese Frucht schälen, das heißt die Schale entfernen. Fällt mir gerade ein Sprichwort ein, du liebst doch Sprichwörter. Bitte vollende dieses Sprichwort. Oh je. Harte Schale. Weicher Kern. Ja, ist richtig, genau. Das bedeutet, dass ein Mensch vielleicht nach außen hin sehr kalt und hart wirkt, aber eigentlich im Herzen eine weiche Seele hat sozusagen, also nicht so hart ist, wie sie nach außen hin scheint. Genau, ja.
Und die Schale ist da eben in dem Kontext auch sowas wie das Schutzschild, ne, von einer Person. Also die Schale schützt ja auch das Obst oder das Gemüse. Und so ist es auch bei dem Sprichwort gedacht, die Schale. Und was war das? Noch eine Bedeutung? Die Schale. Warte kurz. Ach so, ja klar. Die Schale, zum Beispiel eine Schüssel, könnte man als Schale bezeichnen. Eine Obstschale kann auch eine Schüssel sein, in der man das Obst aufbewahrt. Genau, oder das Obst so serviert. Ne, das ist eine Schale oder genau. Also eine Schüssel ist noch tiefer, würde ich sagen. Eine Schüssel, zum Beispiel gibt es eine Suppenschüssel, das ist sehr tief für Flüssigkeiten. Und eine Schale ist ein bisschen breiter und nicht so hoch normalerweise. Das ist dann eine Schale. Ja, genau. Mir ist gerade übrigens noch eingefallen, dass man Schale auch für Eier sagt. Also nicht nur Obst und Gemüse. Stimmt. Sondern auch die Eierschale. Also ist auch der Schutz von dem Ei. Ja, genau. Sehr gut. Okay, dann habe ich noch das Nomen der Gang. Der Gang, okay. Der Gang kann einmal die Art und Weise sein, wie jemand geht. Also man kann zum Beispiel einen eleganten Gang haben oder man kann was kann man noch haben? Einen tollpatschigen Gang. Also, wie würdest du denn tollpatschig erklären? Wenn jemand super oft stolpert. Also wenn es einer Person schwerfällt, geradeaus zu gehen, ohne hinzufallen zum Beispiel. Nicht, weil diese Person zu viel Alkohol getrunken hat, sondern weil sie von der Art her so ist. Ne? Man hat Schwierigkeiten, sich vielleicht auch zu fokussieren, wohin geht man. Also man stolpert oft, man fällt oft hin. Das ist tollpatschig, ein tollpatschiger Gang. Ja, also die Art, wie jemand geht. Genau. Dann ist der Gang aber auch beim Auto zum Beispiel oder beim Fahrrad. Okay, ja, daran habe ich auch nicht gedacht. Also du hast ja beim Fahrrad 3 oder mehr, viel mehr vielleicht Gänge. Und auch beim Auto, wenn du jetzt kein Automatikgetriebe hast, dann hast du verschiedene Gänge. Je nachdem, wie schnell man fährt, muss man einen anderen Gang einlegen. Ja. Einen Gang einlegen, sagt man dann. Okay, aber du hast gesagt, noch eine Bedeutung. Ja, noch 2 fallen mir ein. Ah klar, der Gang ist auch ein anderes Wort für Flur. Wenn wir zum Beispiel an den Supermarkt denken, da hat man ja verschiedene Gänge, also im Plural, verschiedene Wege sozusagen, wo die Regale angeordnet sind. Da würde man sagen, das ist ein Gang. Und die Gänge sind auch oft nummeriert zum Beispiel oder zumindest beschriftet. Ja. In welchem Gang befinden sich die Nudeln, wo sind die ganzen Milchprodukte und so weiter. Das ist nummeriert, genau. Das ist der Gang im Supermarkt. Es gibt aber auch noch, wenn ich an ein großes Bürogebäude denke zum Beispiel, dann gibt es auch einen Gang, von dem aus viele Zimmer abzweigen sozusagen. Also da ist es dann wirklich sehr synonym zu Flur. Ja. Genau. Man sagt ja auch der Eingang und der Ausgang, fällt mir gerade so auf. Ne? Also wo du reingehst in diesen Gang, gehst du hinein und eben wieder raus, Ein- und Ausgang. Genau. Okay, jetzt haben wir schon 3 Bedeutungen, aber mir fällt noch eine 4. ein. Okay, warte, wir hatten das für Auto und Fahrräder, wir hatten den Flur, Die Gangart. Die Gangart. Zum Beispiel an Weihnachten gibt es auch viele Gänge. Viele Gänge, ja, beim Essen. Viele, wenn ein Menü mehrere Gänge hat, dann isst man nicht nur ein Gericht, sondern man hat eine Vorspeise, vielleicht eine oder mehr Hauptspeisen, eine Nachspeise und diese einzelnen Gerichte nennt man Gänge, also auch der Gang. Ja, die genau. Gänge. Sehr gut. Wow, ein Wort und 4 Bedeutungen, mindestens. Vielleicht gibt es noch mehr. Okay, dann haben wir noch als vorletztes Nomen das Nomen der Verband. Der Verband ist einmal, wenn man sich verletzt hat und man möchte diese Verletzung abdecken. Also stell dir vor, du hast dich irgendwie geschnitten oder irgendwie so und es blutet vielleicht, dann brauchst du vielleicht einen Verband oder besser vielleicht, wenn du dir etwas gebrochen hast. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn man sich schneidet und ein bisschen blutet, dann nimmt man ein Pflaster. Ja, genau. Und ein Verband ist dann etwas Größeres, wenn man eine größere
Verletzung hat. Oder zum Beispiel eine Schürfwunde hat. Was ist eine Schürfwunde? Wenn man zum Beispiel einen sehr tollpatschigen Gang hat und hinfällt auf den Boden und du hast dir dein Knie aufgeschlagen und du hast eine Verletzung am Knie, dann hast du eine Schürfwunde. Genau, also eine große Wunde und du blutest vielleicht und so. Dann hilft auch ein Pflaster nichts mehr. Dann brauchst du etwas Größeres und dann hast du einen Verband und diesen Verband wickelt man um den Arm, um das Knie, um die jeweilige Stelle eben. Ja. Verbinden wäre dann das Verb, ne? Man verbindet die Stelle. Genau. Okay, und welche zweite Bedeutung gibt es von Verband? Das wäre ein anderes Wort für einen Verein sozusagen. Also sagen wir nicht 100%, aber so eine Gruppierung, sagen wir mal so. Oder eine Organisation. Also es gibt politische Verbände, es gibt kulturelle Verbände, also eine Gruppe von Menschen, die sich für irgendetwas einsetzt, ist ein Verband. Oder zum Beispiel ein Tierschutzverband oder so, ne, der sich für das Wohl der Tiere einsetzt. Ja, genau. Also das sind zwei Bedeutungen. Und als letztes Nomen haben wir das Stück. Das Stück, ich denke zuerst an Kuchen. Das war auch meine Assoziation. Ich bin hungrig. Ich habe gerade an Kuchen gedacht. Also ein Stück Kuchen ist ein Teil zum Beispiel von einem Kuchen. Das wäre ein Stück. Es kann alles Mögliche sein. Ein Stück Käse, ein Stück, was haben wir noch? Also für alle möglichen Lebensmittel könnte man das sagen. Also ein Teil von etwas. Das andere wäre, wir haben das, glaube ich, vorhin sogar gesagt, wo wir über Beethoven und Klavier gesprochen haben, ein Stück von Beethoven. Also das wäre ein Werk sozusagen von ihm. Ja. Also es gibt ein Klavierstück oder ein Violinstück, also ein Werk, das jemand geschrieben oder komponiert hat. Genau, also vor allem in dieser kulturellen Szene, sage ich mal, also was Musik betrifft, aber zum Beispiel auch ein Theaterstück, sagt man. Genau, also die Arbeit eines Künstlers, einer Künstlerin sozusagen. Genau, ein Theaterstück und ein Kuchenstück. Ja, sehr gut. Okay, jetzt würde uns natürlich besonders interessieren, ob ihr noch weitere solcher Wörter kennt, die verschiedene Bedeutungen haben können und wo einfach der Kontext entscheidet, welche Bedeutung man meint. Schreibt diese Wörter unbedingt mal in die Kommentare. Und dann vielen Dank, Laura. Gerne. Und ja, wir sehen uns und hören uns ganz bald wieder.